Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Norbert Heger und die mich kennen, wissen, ich melde mich wieder aus der schönen Steiermark, aus Österreich, in der Nähe von Graz. Und im heutigen Video geht es darum, wie man den Forschungsstand in einer wissenschaftlichen Arbeit am besten darstellt. Also wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. In Kürze geht's los. Ja, der Forschungsstand. Ich habe schon ein Video dazu gemacht. Wenn ihr in der Beschreibung schaut, ich werde es euch dann entweder verlinken oder in der Videobeschreibung seht ihr das dann eh. Ich muss jetzt, was mir gerade auffällt, mich entschuldigen. Meine Haare sind heute so durcheinander. Es schaut ein bisschen wie durch den Wind aus, weil also vorher war so eine Art Eisregen draußen und es hat also nur ein bisschen über 0 Grad. Und ich bin da also genau in den Regen gekommen und konnte jetzt durch die Naturwellen meine Haare noch nicht in Ordnung bringen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. An dem soll es nicht scheitern. Ja, zur Darstellung des Forschungsstands möchte ich in dem Video eben eingehen drauf, und zwar, ich werde es auch ein bisschen so nebenbei so Stichprobenartig auch einblenden, das kommt dann in Kürze bei der Bearbeitung. Äh, Es ist ja so, wir haben bei einer wissenschaftlichen Arbeit, egal ob es jetzt ein Paper ist oder eine Bachelorarbeit, eine Master, Diplomarbeit, Doktorarbeit und so weiter, wir haben ja ein gewisses Schema, und dieses Schema ist ja Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und wo wird jetzt der Forschungsstand positioniert, kann man sagen. Ähm, Er wird dort positioniert, wo die Einleitung zu Ende ist, und danach kommt also gleich der Forschungsstand. Ja? Eins ist auch wichtig zu sagen, je komplexer die Fragestellung ist, umso ausführlicher soll natürlich auch der Forschungsstand beschrieben werden. Ja? Das ist auch interessante, ein interessanter Zusammenhang, und wie gesagt, er folgt gleich nach der Einleitung, wird in der Regel der Forschungsstand dargestellt. Und jetzt ganz konkret, wie wird er dargestellt? Da gibt es schon mehrere Möglichkeiten, aber das Üblichste ist, dass man im Prinzip zwei Varianten hat. Die zwei Varianten sind einerseits einmal die thematische Betrachtungsweise, und das zweite ist die chronologische Betrachtungsweise. Also diese zwei Möglichkeiten hat man im Wesentlichen, um einen Forschungsstand darzustellen. Die thematische Betrachtungsweise, die wir uns als erstes anschauen, bei der ist es so, dass, dass hier also die verschiedenen Forschungsmeinungen eben abgegrenzt werden und dann aufgrund dieser unterschiedlichen Meinungen und Konzepte eben dargestellt werden. Und bei der chronologischen ist es hingegen so, dass das Ganze nach dem Veröffentlichungsdatum gegliedert ist. Also nicht thematisch, sondern chronologisch, also nach Zeitablauf. Da kann man eben sagen, wann hat die Forschung in dem Bereich begonnen, wie hat sich dann entwickelt und wo ist sie derzeit anzutreffen, und welcher Stand ist. Und ja, diese beiden Arten. Und bei diesen beiden Betrachtungsweisen, die man hier zur Verfügung hat, ist es also entweder, dass man das Ganze thematisch macht, oder es ist chronologisch. Und üblich ist es, kann man jetzt nicht so sagen, welches das häufigere ist. Oft wird auch das eine erwartet und das andere dann durchgeführt, aber sehr häufig sieht man auch die chronologische, weil zum Beispiel es beginnt die Forschung 1999, ein Bereich wird dann mit zweijähriger Pause dann fortgesetzt 2001 und wird dann wieder noch erweitert 2004, und das ist oft sind ganz verschiedene Forscher, also das sind dann der eine hinterlässt quasi Lücken und der andere baut dann drauf auf. Ja?
Jetzt ist es aber so, dass egal ob ich jetzt die eine oder die andere Variante nehme, ähm, es müssen gewisse Informationen enthalten sein in der Darstellung der Forschungsergebnisse. Und diese Informationen sind also unabhängig davon, ob ich es jetzt thematisch oder chronologisch mache. Und der erste Punkt wäre sicher mal die Wer-Frage. Also wer hat diesen Forschungsstand erreicht oder wer hat diesen Beitrag geleistet. Also ich brauche die Information der Autorenschaft. Wenn man hier dann sagt, okay, die heißen jetzt Obama und Michelle, das nur als Muster hier, dann hätte man damit einmal das Wer geklärt. Das zweite ist dann das Was. Ja, was haben die erforscht? Da könnte man also sagen, das Forschungsziel, die Forschungserkenntnisse müssen hier dargebracht werden. Das Forschungsziel zum Beispiel Darstellung der Auswirkung von Sport auf das mentale Wohlbefinden. Das wäre eine mögliche Forschungsfrage. Oder eine andere wäre die physische Fitness auf die positiven Auswirkungen aufs mentale Wohlbefinden, insbesondere auf die Selbstwahrnehmung, die Schlafqualität oder die Stressbewältigung. Das, das Was ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Das andere ist dann das Wie, ja, die Frage nach dem Wie. Es ist auch die Frage nach dem Wie, geht es also um die Methodik. Welche Methodik wurde angewendet? Zum Beispiel Untersuchungsobjekte oder Stichproben oder reine Literaturarbeit. Das ist ganz unterschiedlich. Ja? Also, weil ich ja dann ganz unterschiedliche Methoden auch brauche dafür. Und als Beispiel könnte man hier sagen, ja, wenn ich jetzt Interviews oder eine Feldforschung mache, dann brauche ich zum Beispiel 150 Teilnehmer einer Berliner Hochschule zum Beispiel, und diese 150 Personen müssen dann befragt werden. Und die Ergebnisse kommen dann in diese Stichprobe hinein. Und der nächste Punkt, der dann natürlich wichtig ist, wann ist das Ganze passiert. Dass man sagt, okay, das Datum, das Jahr und der Veröffentlichung ist es ganz wichtig, weil der nächste Forscher muss ja wissen, worauf er dann aufbaut. Und deswegen muss das Jahr unbedingt festgehalten werden. Und die letzte Frage in dem Bereich ist also in welcher Form. Da könnte man sagen, naja, entweder in Form eines Journals oder eines Sammelbandes oder einen Fachartikel. Eine Monographie wird es eher nicht sein, weil dafür die Zeit nicht reicht. Aber diese drei Varianten sind also üblich in dem Bereich. Und als Beispiel, man sagt, okay, es ist jetzt ein Journal, dann wäre da als Beispiel zu nennen das internationale Sportjournal, Jahrgang sowieso, Nummer sowieso und von Seite sowieso. Und an dem Beispiel sieht man mal die Eckpunkte, die enthalten sein müssen, aber jetzt muss das Ganze natürlich noch in eine schriftliche Form, also ausformuliert werden. Und das wäre jetzt nur tabellarisch mal was braucht man für das Ganze. Und wenn man das Ganze ausformuliert, dann könnte das also so lauten: Die Sportwissenschaftlerin Michelle Obama widmet sich der Untersuchung von Auswirkungen von Sport auf das mentale Wohlbefinden. In ihrer Publikation aus dem Jahr 2007 kommt sie zu dem Schluss, dass physische Fitness nachweisliche positive Auswirkungen auf die Psyche hat. Und dann, nachdem das ja ein indirektes Zitat ist, schreibe ich dann in Klammern Vergleiche Obama 2007 und Seite 8. Das wäre also der ausformulierte erste Punkt nach dem Wer. Und der zweite Punkt ist dann, wenn man sagt, dass wo es um die Verbesserung der Schlafqualität geht. Die Forschungserkenntnisse von Obama zeigen,
dass dem Sporttreiben eine bemerkenswerte Wirkung auf verschiedene Komponenten des psychischen Wohlbefindens zugeschrieben werden kann. Also so kann man also die Auswirkung, der Auswirkungen ausformulieren, und weil nur eine Tabelle reinzuschreiben und sagen, das sind meine Daten, das wäre eben hier zu wenig. Ja. Und dann, wenn ich diesen Forschungsstand einmal dargelegt habe, dann geht es ja in der Arbeit darum, dass ich meinen eigenen Beitrag leiste. Und da ist jetzt die Frage, wo setze ich an? Mögliche Ansatzpunkte für die eigene Forschung. Und um hier eine Grundlage zu haben, wo man überhaupt ansetzen kann, muss ich natürlich mal den Forschungsstand darlegen. Und die häufigsten Positionen dabei, also wenn ich jetzt einen eigenen Standpunkt reinbringen will, sind entweder, dass ich eine Forschungslücke finde, oder dass ich eine Gegenposition einnehme, oder dass ich die Forschung erweitere in dem Bereich. Ja? Und diese drei Arten noch ein bisschen genauer erklärt. Die Forschungslücke, da geht es also darum, dass man eine existierende Forschung genauer untersucht und dann feststellt, dass da noch einzelne Bereiche sind, die noch nicht ausreichend erforscht sind. Ja, das sind dann so sogenannte Lücken. Und die muss man dann mit dem eigenen Beitrag schließen. Wenn es eine Gegenposition ist, dann ist es also keine Lücke, auch keine Erweiterung, sondern ist es einfach eine gegenteilige, ein gegenteiliger Standpunkt zu dem, was bisher erforscht wurde. Und wenn es weiterführend ist, dann ist es auch keine Lücke, weil eine Lücke immer intern sein muss. Und weiterführend ist quasi dann immer nur ergänzend zu dem, was bisher noch schon erforscht wurde. Und ja, und wenn euch das geholfen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und Fragen wie immer gerne in den Kommentaren. Und in diesem Sinne gutes Gelingen und bis bald. Ciao.